Das Problem, was wir heute haben mit den Banken oder mit den neuen Systemen, was in Deutschland und in der gesamten EU herrscht, ist, du hast einfach dein Guthaben, dein Geld, dein hart verdientes Geld oder wie auch immer dein Guthaben auf dem Konto. Rabi Rabea, Geschäftsführer von Hibaer, hat mehr als 2 Jahrzehnte seiner beruflichen Laufbahn der Finanz- und Investitionsberatung gewidmet. Mit über 25 Jahren Erfahrung und einem Verkaufsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro im Immobilienbereich hat er Hunderten von Menschen geholfen, ihr Vermögen gezielt auszubauen. Es geht auch immer mehr in das Thema Vermögensschutz und Transaktionen von Geldern, dass ich weiter über mein Geld verfügen kann. Du bist nicht in den internationalen Regularien, du unterliegst nicht in den OECD-Abkommen mit der EU. Das heißt, es sind mittlerweile über 130 Staaten, die angebunden sind an den OECD, sprich an der EU. Das bedeutet, egal was du in diesen Ländern machst, da gibt es einen Datenaustausch, jährlichen digitalen Datenaustausch mit der EU. Das heißt, dein Land weiß eigentlich über alle deine Vermögenswerte, über dein Einkommen, nach Lösungen außerhalb der EU schauen, in Ländern, die keinen digitalen Datenaustausch haben, wo ihr Vermögen wirklich unterm Radar ist. Wenn ich 2000 Euro irgendwo hinschicke, gibt es Probleme, gibt es Fragen, ist mein Ruf angekratzt schon fast. Ja? Wie kann ich da vorgehen? Wie kann ich ein Konto öffnen im Ausland? Was sind so die Vorteile, die ich in Nordzypern habe? Willkommen bei Offshore Talks, dem Podcast für smarte Entscheidungen rund um Vermögensschutz, Freiheit und finanzielle Strategien über Ländergrenzen hinweg. Ich bin Philipp, der CEO von Outstanding Marketing, und ich habe heute einen Gast bei mir, den lieben Rabi Rabea. Rabi, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unseren heutigen Podcast. Ja, es wird sehr spannend heute. Wir haben einiges geplant für heute, alles rund um Thema finanzielle Strategien, wie kann ich mein Vermögen auch im Ausland absichern und so weiter. Also wenn das für dich interessant ist, dann bleib gerne dran. Und wir schauen uns implizit auch an, wie man Geld in Nordzypern investieren kann, also außerhalb der EU. Und Rabi Rabea ist ja der erfahrenste Finanzberater Europas mit unzähligen an Transaktionen in Millionenhöhe. Und genau, deswegen freue ich mich, dass du heute da bist, Rabi, dass wir mal gemeinsam darüber sprechen können. Vielen Dank. Ja, wir starten direkt mal rein. Ich erlebe selber in Deutschland, ich bin in der Pfalz groß geworden, dass sich immer mehr über die Jahre hinweg so eine gewisse Unruhe im Land eingestellt hat, sage ich mal. Ja? Und viele Menschen in Deutschland, so erlebe ich es subjektiv, fühlen sich nicht mehr sicher in Deutschland, gerade auch was ihr Geld betrifft. Und wie sicher ist das Geld in Deutschland auf der Bank? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Philipp, vielen Dank dafür. Das Problem, was wir heute haben mit den Banken oder mit den neuen Systemen, was in Deutschland und in der gesamten EU herrscht, ist, du hast einfach dein Guthaben, dein Geld, dein hart verdientes Geld oder wie auch immer dein Guthaben auf dem Konto. Das Problem, was wir damit haben, ist, du kannst nicht einfach mehr frei über dein eigenes Geld verfügen. Ja? So, du willst eine Transaktion machen und plötzlich ist dein Konto eingefroren, stillgelegt oder schlimmsten Fall auch gekündigt. Und das ohne jegliche Vorwarnung. Ohne dass du jetzt kriminell geworden bist, ohne dass du irgendwelche Schulden hast, ohne dass du was Falsches gemacht hast. Einfach verdächtigt. Und zack, ist das Konto erstmal gefändet, eingefroren oder sogar komplett gekündigt. Und das ist das Problem, was wir gerade heute haben in Deutschland oder mit den Konten. Und hier kommt es zu einem extremen Vertrauensverlust gegenüber der Banken seitens des Verbrauchers. So, und wenn ich letztendlich über mein hart verdientes Geld nicht verfügen kann, wenn ich einkaufen möchte, meine Miete bezahlen oder meine Stromrechnung, meine Handyrechnung, plötzlich das Konto gesperrt. Ich bekomme auf der anderen Seite dann noch weitere Probleme, Mahnkosten oder wie auch immer und kann nicht das machen, was ich eigentlich ursprünglich gemacht habe. Ist die Frage des Verbrauchers: Lasse ich mein Geld überhaupt noch weiter auf dem Konto oder schaue ich nach weiteren Lösungen, wo ich flexibel handeln kann?
Ja, sprichst ja gerade nur die Spitze des Eisbergs an, da hängt ja noch viel mit dran. Also ich weiß es aus meiner persönlichen Erfahrung auch, dass selbst wenn ich mal 2.000 € hier rüber schicken will nach Nordzypern, dass da schon direkt ich mich bei der Bank melden muss und sagen muss, hey, was ist mit dem Geld, wo kommt es her, warum schickst du das jetzt nach Nordzypern? Ja. Ich meine, die Begründung ist ja immer Anti-Money Laundering oder Geldwäsche, aber das kann man sich aber gar nicht vorstellen, weil das Geld, bevor es auf dein Konto gekommen ist, war ja schon geprüft, dass es halt sauberes Geld ist. Warum darf ich damit jetzt halt nicht einfach meine Sachen bezahlen oder was auch immer? Und jedes Mal kommt eine Begründung, ich darf sie mehr transferieren, es wird geblockt, gestoppt oder es hängt irgendwo da mal fest und das dauert ziemlich lange, bis du dein Geld wieder zurückbekommst. Das sind einfach Problematiken, die unsere Verbraucher und Kunden und immer mehr Menschen sind davon betroffen und die halten es dann nicht mehr aus, weil sie einfach mit ihrem Geld nicht mehr frei aktiv sein oder handeln können. So, das, was wir jetzt haben, wir haben in Deutschland eine andere Situation als in Österreich, in der Schweiz oder in den verschiedenen Ländern. In Spanien zum Beispiel, alles, was eine Grenze von 3.000 € überstimmt, da wird sofort die Kriminalpolizei eingeschaltet. In Deutschland hast du die BaFin, du hast gleich den Zoll und das Finanzamt. Wenn du eine gewisse Summe unreportiert oder ohne Erlaubnis bei der Bank irgendwie transferierst oder Geld auf dein Konto einzahlen möchtest, ja, dann ist gleich wirklich Alarm. Und in anderen Ländern ist es so, das Konto wird gleich gekündigt, also auch in der EU, und die Kriminalpolizei wird eingeschaltet. Und wir reden von einer lächerlichen Summe von 3.000 €. Wir reden nicht von 50, 100 oder 500.000, dass man sich da wirklich drüber Gedanken machen möchte. Heute jedes E-Bike kostet ja 3.000 bis 6.000 €. Du kannst nicht mal ein Fahrrad mehr kaufen, ohne vorher eine Genehmigung dir zu holen von der Bank, ob du das überhaupt noch darfst. Und wir reden ja nicht vom Fremdgeld, wir reden vom eigenen Geld. Wir reden nicht davon, dass du den Kredit haben möchtest bei der Bank, dass du da um Erlaubnis fragen musst. Wir reden immer noch von dein eigenes, hart verdientes Geld. Ja. Und das ist die Realität. Wir reden von Sachen, die vor 10 Jahren unvorstellbar sind, aber heute Realität in der EU. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Teil von dem ganzen Konstrukt. Die wollen ja nicht, dass die finanziellen Mittel noch mehr abfließen, als sie bisher schon sind. Und man sieht ja auch, dass alles, was mit Wegzugsbesteuerung und so weiter, wenn wir ins Unternehmertum reingehen, wie da versucht werden, die unsichtbaren Mauern, sage ich mal, hochzufahren. Und das finde ich eine sehr, sehr problematische Entwicklung. Oder wie siehst du das? Also die Entwicklung, die sich gerade in der gesamten EU aufbaut, diese internationalen Regularien immer weiter einschränken, nicht nur des Endverbrauchs, auch des Entrepreneurs, sprich den Unternehmer, das geht immer weiter in eine Richtung der Zwangsenteignung, der modernen Sklaverei, kann man es ruhig so nennen, weil du darfst ja nichts mehr ohne Erlaubnis. Die Entwicklung ist sehr negativ und es führt letztendlich dazu hin, dass immer mehr Menschen sich im eigenen Land nicht mehr wohlfühlen. Immer mehr Menschen denken über Auswanderung oder Abwanderung nach und suchen nach Lösungen in Drittländern, die nicht unter den internationalen Regularien quasi, ich sag's mal, leiden, sondern suchen nach Lösungsmöglichkeiten. Und da kommen halt Länder, die relativ weit weg sind. Und eine der Optionen für die viele, was immer wieder aufploppt, auch wenn du im Internet mal schaust, für die ganzen Europäer, es ist halt immer wieder Nordzypern, weil Nordzypern einmal in der EU quasi zu Europa gehört, aber nicht in der EU ist. Und das sind auch dann letztendlich die Vorteile von Nordzypern. Nordzypern ist als Land nicht in der EU, unterliegt somit nicht den internationalen Regularien und ist ein nicht anerkanntes Land. Und somit kommen diese ganzen Vorteile zum Vorschein. So, nach Hause brauchst du 2 bis 4 Stunden von Nordzypern oder von Deutschland nach Nordzypern, bist du in 3,5 Stunden hier. Das bedeutet für die meisten, die dann sich schwer lösen können,
sind relativ nah an zu Hause. Die können ja jede Seite wieder hin. Viele verlagern auch ihre Geschäftsmodelle nach Nordzypern, arbeiten mal weiter in Deutschland, haben aber ihr ganzes Vermögen in Nordzypern gesichert. Habe ich auch einige Freunde. Ne? Beziehungsweise kriege ich auch immer wieder Nachrichten auf Instagram, wie das dann geht, ne? Mit einem Standort in Nordzypern. Aber ist das wirklich so lukrativ, ein Unternehmensstandort auf Nordzypern? Denn es gibt ja auch so viele andere Modelle mit Offshore-Firmen, mit einer Firma in der USA und die schüttet aus in eine Stiftung in England. Ja. Aber wo ist da der spezifische Vorteil für die ganzen Unternehmer, die jetzt vielleicht auch zuschauen, sich fragen, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten? Ja, es ist eine sehr gute und wichtige Frage, die du gerade gestellt hast. Firma ist nicht gleich Firma und Ausland ist nicht gleich Ausland. Und nicht EU bedeutet nicht, du bist nicht in den internationalen Regularien, du unterliegst nicht den OECD-Abkommen mit der EU. Das heißt, es sind mittlerweile über 130 Staaten, die angebunden sind an den OECD, sprich an der EU. Das bedeutet, egal was du in diesen Ländern machst, da gibt es einen Datenaustausch, jährlichen digitalen Datenaustausch mit der EU. Das heißt, dein Land weiß eigentlich über alle deine Vermögenswerte, über dein Einkommen, über das, was du versteuert, was du nicht versteuert hast, etc., was du an Vermögen besitzt, was hast du auf deinen Konten, wie viele Konten hast du, wo sind die Konten, etc. und so weiter. Und das macht das Ganze so angsteinflößend für viele Menschen, die einfach keine Privatsphäre mehr haben. Und viele wollen auch gar nicht, dass jemand weiß, was du besitzt. Gerade dieses Vermögensregister und die neue Behörde AMLA, die dann letztendlich komplett alles tracken kann, wo du was hast, die können einfach deine Mitarbeiter kündigen. Durch die AMLA können halt verschiedene Schuldner, falls du eine Schulden hast, der kann einfach auf dein gesamtes Vermögen, egal wo du es hast, in der EU, einfach drauf zugreifen, dir deine Konten pfänden oder sperren lassen. Ja, kannst du AMLA noch mal kurz erklären, weil ich glaube, das ist nicht für jeden Begriff. Ja, AMLA ist die neue Anti-Money Laundering Authority, sprich das ist die neue Behörde. Dann haben wir den Vermögensregister, angefangen erst in Deutschland, dann komplett ausgeweitet auf die gesamte EU. Und die sorgen dafür, dass alles, was du hast, ob das Autos, Wertgegenstände, Immobilien, Konten, egal wo du das in der EU hast, wird dort registriert. Und darauf können jetzt Schuldner zugreifen, einfach x-beliebiger, der einfach sagt, ja, der schuldet mir was und können plötzlich deine Konten pfänden oder auf deine Mitarbeiter kündigen und. Es ist wirklich grauenvoll, wenn man nur sich vorstellt, was damit alles gemacht werden kann. Ja, wir haben ja so viele neue Behörden und so viele neue Regularien und das macht vielen halt Angst und viele können sich nicht mehr vorstellen, in dem Land zu bleiben, wo sie aktuell leben. Insbesondere das größte Problem ist die Abschaffung des Bargeldes und dass alles digitalisiert wird und das plötzlich von jetzt auf gleich ohne Grund, einfach nur weil du verdächtig bist oder dass man halt Beweise dafür hat, ist dein Konto gesperrt oder gekündigt und du bist plötzlich mittellos. Du kannst wieder einkaufen, noch kannst du was essen, was trinken gehen, du kannst gar nichts. Es gibt kein Bargeld mehr. Und das ist das, warum immer mehr Menschen nach Lösungen außerhalb der EU schauen, in Ländern, die keinen digitalen Datenaustausch haben, wo ihr Vermögen wirklich unterm Radar ist. Ja, man muss sich ja das Ganze anschauen. Wir waren jetzt gerade, wie du es schön aufgefächert hast, ja, welche Auswirkungen das jetzt gerade hat. Auf der anderen Seite kommen noch die CO2-Zertifikate zu, die jetzt rein den Europaraum betreffen. Ja. Das bedeutet, was da ja passiert, ist, dass die Unternehmen, dass eine weitere Hürde geschaffen wird, eine weitere Hürde. Die großen Konzerne pachten sich irgendwelche Wälder, um ihre CO2-Punkte zu bekommen, was aber nicht wirklich vorteilhaft ist für den Klimaschutz. Ja, und ich sehe gerade die Angst auch bei Unternehmen mit diesen Zertifikaten dann ausgesetzt sind, dass die eben nur noch im Euroraum hantieren können und die Unternehmen, die denen nicht angebunden sind von außerhalb Europa, dass die natürlich mit ganz anderen Schwertern kämpfen können, weil die halt eben nicht diesen Kostenapparat haben. Logisch. Und gezielt die europäischen Firmen attackieren können.
Absolut. Es ist wirklich sehr schwierig, wie die Entwicklung gerade ist. Und das ist halt auch ein Grund, warum solche Riesen-Brands wie VW oder auch Mercedes-Benz sich langsam aus Deutschland verabschieden und sagen, wir machen den ganzen Spuk hier nicht mehr mit. Wir gehen dahin, wo wir als Unternehmen weiter Unternehmen sein können und wirtschaften können und nicht jedes Jahr Riesenverluste haben und nicht mal unser Personal uns mehr leisten können. Mhm. Ja, ja. Und damit, sorry, wenn ich unterbreche, und damit ist es ja nicht getan, sondern es kommt ja nochmal dazu, es sind ja nicht nur VW und Mercedes-Benz zum Beispiel, sondern da sind die ganzen Zuliefererunternehmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn allein nur diese beiden Giganten, die eine riesen Masse an Menschen beschäftigen, plötzlich vom Markt verschwinden, in welche Richtung entwickelt sich der Bundesstaat Deutschland? Der Staat Deutschland. In welche Richtung geht das? Wir werden so viele. Ja, wir haben ja jetzt schon einige Punkte angesprochen, was so die Problematiken sind. Was sind so die Kernelemente, die würden mich noch interessieren, wo die Leute, die Kernprobleme, wo die Leute zu dir kommen und sagen, hey Rabbi, das und das sind die konkreten Probleme, die ich jetzt gerade habe und wie kannst du ihnen dabei helfen? Also die konkreten Probleme, die wir vermehrt immer wieder von unseren Kunden mitgeteilt bekommen, sind hauptsächlich der Geldtransfer oder überhaupt die Verfügbarkeit über das eigene Geld. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Strick sich immer weiter einschnürt, dass die immer weiter eingeschnürt werden in dem Land, wo sie gerade leben. Alles, was die europäischen Länder und andere Länder in der Welt, die in diesem OECD-Agreement drin sind, da wird es gerade immer schlimmer. Das heißt, immer weniger Bargeldverfügbarkeit, das ist das eine Problem. Das andere Problem, was wir haben, ist, dass die Transaktionen von Geldern immer weiter eingeengt werden, dass du halt über immer weniger Limit verfügst. Ja. Und dass man die stückweise Abschaffung des Bargeldes ist ein Riesenthema und das merken die Leute, dass sie immer weniger Geld von der Bank bekommen. Und alles, was sie machen wollen, dafür brauchen sie einmal eine Erlaubnis von der Bank, brauchen Verträge, müssen Zahlungsnachweise besorgen etc. Und da geht nicht nur Zeit drauf, sondern da geht irgendwo ein Stück Freiheit bei weg. Und das ist das, wo sich der Mensch nicht einschränken lassen möchte, dass er mit dem selbst hart erarbeiteten und verdienten Geld, dass er sich da einschränken muss, sondern er arbeitet so hart, um die Verfügbarkeit zu haben, um sich das eine oder andere zu kaufen oder den einen oder anderen Traum zu erfüllen. Das sind so die Problematiken, die wir haben, aber die anderen Problematiken, dass die Kosten immer weiter steigen. Dann haben wir auf der anderen Seite einmal die Kosten, die Lebenshaltungskosten und auf der anderen Seite die Steuern. Du versteuerst dich ja fast zu Tode inzwischen und es bleibt ja relativ wenig über. Je mehr du arbeitest, desto mehr versteuerst du. Das heißt, auch da ist eine sehr viel Freiheit, was man dir wegnimmt. Und dafür suchen die meisten unserer Kunden quasi eine Lösung, wo sie wieder frei leben können. Aber auch das Thema Klima ist ein Riesenthema. Vitamin D-Zufuhr, Depressionen, die Schnellliebigkeit etc. Und dafür sucht man meistens eine Gesamtlösung. Und deshalb kommen die immer mehr zu uns und fragen nach Optionen, Möglichkeiten, Beratung. Kann man das überhaupt abdecken? Gibt es die Lösungen überhaupt dafür? Wie kann ich mein Vermögen schützen? Es geht auch immer mehr das Thema Vermögensschutz und Transaktionen von Geldern, dass ich weiter über mein Geld verfügen kann. Lass uns da mal kurz konkret reingehen, Rabbi, weil das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich selbst betreue auch Leute im Marketing, die gerade auch solche Herausforderungen haben. Die haben zum Beispiel eine Zahnarztpraxis, haben ihr ganzes Kapital in einem Asset, nämlich ihre Praxis. Ja, in die Immobilie, in das Equipment. Genau, was dann, wir reden da, das weißt du genauso gut wie ich, von 300.000 bis 400.000 Euro, was alleine so ein Stuhl kostet, teilweise. Und investieren da und ich weiß auch von meinen Kunden, die haben da teilweise wirklich auch Kredite aufgenommen, um da richtige Entscheidung getroffen, merken jetzt aber im Nachhinein, ich arbeite mich tot, bin Zahnarzt, verdiene schon gut, aber letztendlich, was Gewinn bei mir in der Tasche übrig bleibt,
eigentlich nicht ganz so viel. Was haben diese Leute für eine Möglichkeit, gerade mit diesen ganzen Herausforderungen, die wir schon angesprochen haben, mit, hey, boah, ich kann, wenn ich 2.000 Euro irgendwo hinschicke, gibt es Probleme, gibt es Fragen, ist mein Ruf angekratzt schon fast, ja? Ja. Was für Möglichkeiten haben diese Menschen, um zu sagen, hey, boah, ich will noch ein Standbein außerhalb der EU? Okay. Eigentlich ist das gar nicht so schwierig, auch nicht so kompliziert. Man muss mit jedem einzelnen Kunden wirklich individual mal eine Diagnose machen und schauen, was ist der Ursprung des Problems, was ist eigentlich die Ursache und bringt es überhaupt was zu machen oder lohnt sich oder rentiert sich das halt bei diesem Unternehmen oder bei dieser Person in dem Fall nicht. Das heißt, man macht eine Analyse, eine Diagnose, man sieht den Handlungsdruck, wie schnell muss ich überhaupt agieren, habe ich Zeit, habe ich wenig Zeit und dann schaut man, ob man die ganze Steuerlast quasi umverlagert auf ein anderes Land oder auf einen anderen Firmenkonstrukt oder was auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, wo liegen die Kosten? Kann man bei den Kosten noch ein bisschen was machen? Und kann man die Kosten outsourcen? Das sind verschiedene Sachen, die man halt gucken muss. Die steuerliche Klassifizierung, dann eventuell die Firmenumverlagerung, dann der Firmenkonstrukt an sich und die Kostenstellung. Und das muss man sich halt wirklich ganzheitlich mal anschauen und das muss man dann wirklich sauber arbeiten und nicht mit dem nächsten besten Hobby Vermögensberater oder selbsternannte Experten sprechen, sondern da brauchst du wirklich jemanden, der aus der Materie kommt, der das international macht und abwickelt, der dann die Länder und die Konsulte dann letztendlich auch quasi kennt und weiß, wie kann man das koordinieren und mit welchem Land kann ich das machen oder macht das im eigenen Land Sinn mit einem anderen Konstrukt. Und das sind einfach Sachen, die kannst du. Und das ist der größte Fehler, den unsere Kunden meistens machen. Die machen das, was der Nachbar gemacht hat oder was der Friseur denn erzählt hat, weil bei denen funktioniert es. Ja, bei denen funktioniert, der hat auch eine ganz andere Ausgangslage. Das bei ihnen funktioniert bei dir aber nicht unbedingt. Und da muss man wirklich aufpassen, weil dann könnte es bei dir zu einem Genickbruch kommen. Wenn ich da kurz reingrätschen darf. Wie macht ihr das? Also da ist ja unglaublich viel Know-how für notwendig. Ne? Ich muss mich steuerlich gut auskennen, ich muss mich firmentechnisch international gut auskennen. Ich muss wissen, was kann ich vielleicht mit Immobilien drehen, wie kann ich meine Firma umschichten, umbauen. Das sind ja, dafür gibt es eigentlich für jedes einzelne Segment gibt's einen Experten. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie macht ihr das? Philipp, da hast du vollkommen recht. Das kann keiner alles wissen. Das ist zu umfangreich und die Gesetze und die Regeln, die verändern sich ja regelmäßig. Genau. Man kann sich ja gar nicht dagegen schulen die ganze Zeit. Ja? So, das heißt, wir selber verfügen über sowas wie ein Kompetenzhaus, wo wir mit den verschiedenen Kompetenzpersonen auch arbeiten. Der eine macht das Internationale, der andere macht das Nationale oder Regionale. Dann haben wir entsprechende Steuerberater, Anwälte, mit den Banken, mit den verschiedenen Experten, die wir arbeiten, teilweise mit Immobilienexperten, wirklich komplett von A bis Z. Und das, was wir machen, wir koordinieren das. Das heißt, wir koordinieren das, wir machen quasi erstmal die Basisdiagnose und stellen fest, ja, hat er Bauchschmerzen oder hat er Rückenschmerzen? Weil teilweise, wenn du Schmerzen hast, du weißt, du hast einen Schmerz, aber du weißt gar nicht, wovon der Schmerz kommt. Lass mir mal ein Beispiel geben. Du hast Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen kommen ja nicht unbedingt vom Kopf, sondern kann sein, dass du dir was eingeklemmt hast am Nacken und dadurch strahlt das in den Kopf aus. Aber du nimmst dann irgendwas gegen Kopfschmerzen, anstatt die Ursache zu bekämpfen. Wir machen quasi erstmal eine Grundanalyse, wo wir einfach so einen Lagecheck machen und schauen, was ist quasi die Ursache und schicken dich dann halt zu einem der Experten, der die komplette Diagnose richtig macht, die komplette Analyse und dann halt strukturiert, kommt mit einem Feedback zu uns und sagt, pass mal auf, ich konnte da selber gar nichts finden. Ich war doch der falsche Ansprechpartner. Der müsste eigentlich zu den Kollegen hin. Aber meistens ist es so, dass wir schon wissen, wo kommen die Ursachen her,
der macht dann halt die komplette richtige Diagnose und wir geben dann halt einen Schritt-für-Schritt-Plan und begleiten das auch und koordinieren das auch. Er muss das halt natürlich immer alles freigeben, der Kunde, und sagen, ja, finde ich toll und das machen wir. Und auch diese Sachen, Philipp, die gehen nicht über Nacht. Das funktioniert nicht. Wenn du jetzt glaubst, das ist das, was viele ja falsch machen. Die kommen zu selbsternannten Experten und machen eine Hauruck-Aktion, einfach mit der Tür, mit dem Haus, mit die Tür durchs Haus, ins Haus quasi. Ja. Also wirklich so ein Hauruck, ohne wirklich das Ganze richtig analysiert, diagnostiziert zu haben, wo man gar nicht weiß, was ist also das Problem. Man hat es ja nur geschätzt, ja, so dann, ja, Bruno könnte. Und dann kriegst du im Nachhinein hast du eine Verdreifachung der Kosten, anstatt was du vorher eigentlich hattest. Also, und das könnte dann halt die eine oder andere Existenz kosten. Deshalb solche Sachen, auch ein Investment, eine Immobilie, was auch immer, das muss man vernünftig planen. Haus ist nicht Haus, Investment ist nicht gleich Investment. Und Region ist nicht Region. Und da muss man so viele Sachen eigentlich vorher mal eben prüfen. Und dann schaut man, welche Region, welche Lage, was für ein Typ von Immobilie passt zu dem Bedarf, was dieser Kunde oder potenzielle Kunde hat. Und genauso ist es mit den Steuern, genauso ist es mit Firmen, genauso ist es mit diesen ganzen Problemen. Gibt ja auch viele, die haben dann noch Angst, ne? So, das Geld irgendwo ins Ausland zu überweisen. Und wie erlebst du das? Ja. Sind die Deutschen, weil Deutschland ist ja bekannt, German Fear, ja, also alles schön festhalten, müssen die größten Sparer. Und hamstern. Ja, genau, hamstern, genau, warum es unbedingt bei uns Klopapier sein musste, weiß ich nicht, aber das werden wir wohl niemals rausfinden. Was wir aber rausfinden können, oder da würde mich deine Einschätzung sehr dazu interessieren, wie die Leute, also ob die schon offen sind dafür, so ein Auslandsinvestment zu machen, oder ist das, woran... Philipp, erstmal ist es grundsätzlich richtig, eine gewisse Sorge und Angst zu haben. Weil wir reden ja meistens nicht von Kilo Tomaten oder Gurken. Wenn du mal das in Sand setzt, dann ist es halt nicht ganz so schlimm. Wir reden meistens von schon ein bisschen Kapital. Der ein oder andere hat sein gesamtes Leben dafür gearbeitet und gespart, um mal so ein Investment zu machen, und dann muss das auch sitzen. So, und daher, dass der ein oder andere dann auch wirklich begründet Angst hat, was ist, wenn es nicht funktioniert, die sollte er dann haben. Und eine gesunde Angst sollte man haben. Das, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren erfahren haben oder die Experience gemacht haben, ist, dass die Hemmschwelle immer weiter sinkt zum Ausland, weil es kann nicht schlimmer sein als das, was sie mittlerweile haben. Das ist das Problem, was wir aktuell haben, dass dieses Deutschland, was wir kennen, oder die EU, Europa, was wir kennen, es ist wieder noch die EU oder Europa, und Deutschland ist schon lange nicht mehr Deutschland. Den Qualitätsstandard, den wir kennen, kriegst du mittlerweile im Drittland weitaus höher. Die Qualität in Deutschland, ja, wer liefert denn noch? Wer sind die Ärzte? Wer sind die Handwerker? Wer sind diese ganzen Leute? Es sind ja mittlerweile alles, was Flüchtlinge aus dem Ausland gerade sind, die gar nicht zertifiziert sind. Die machen die ganze Arbeit, und das auf einem Niveau, da haust du dir die Hände über dem Kopf. Wir haben nur noch das Branding, ne? So, Deutschland, und ja, kommt alle nach Deutschland und gutes Geld und so, aber es hat sich wirklich viel, viel gewandelt, was ich auch feststelle. Und wie läuft es dann ab, wenn ich jetzt Geld außerhalb der EU erhalte? Ja, dann muss ich das ja in irgendeiner Form versteuern. Grundsätzlich ist es ja richtig. Was für Möglichkeiten habe ich da? Also wenn ich jetzt außerhalb, das fängt ja schon dabei an, ich kaufe eine Immobilie, vermiete die, dann entstehen dadurch Einnahmen. Ja. Ja. Die Frage ist letztendlich, wer ist Inhaber des Geldes? Wer ist der Eigentümer des Geldes? Bist du das, oder ist das eine Firma, oder ist es eine Holding? Ist das eine... Wie ist der Konstruktor aufgebaut? Ne? Manchmal macht es ja mehr Sinn, dass die Person selber nicht der Inhaber oder der Eigentümer des Geldes ist, sondern dass es dann eine Firma oder eine dritte Person ist. Aber auch das müsste man halt im Einzelnen besprechen. Ja, nehmen wir jetzt mal an, ich will eine Auslandstransaktion machen, also nichts mehr über meine deutschen Konten. Wie kann ich da vorgehen? Wie kann ich ein Konto öffnen im Ausland?
Jedes Land hat seine eigenen Regularien, aber meistens sind alle gleich. Du kannst kein Konto im Ausland eröffnen, wenn du dort keinen Wohnsitz und keine Aufenthaltsgenehmigung hast. In Nordzypern ist es halt anders. Wir können für unsere Kunden ein Auslandskonto eröffnen mit deren Reisepass oder sogar mit ihrem deutschen Ausweis. Und wir brauchen einen Adressnachweis aus Deutschland. Das kann zum Beispiel eine Stromrechnung sein, das könnte eine Vodafone- oder Telekom-Rechnung sein, also eine Handyrechnung, Festnetzrechnung, Internetrechnung, irgendwas, was noch aktuell ist, wo man auch den Namen der Person quasi auf der Adresse sieht. Das können wir für unsere Kunden, das kann auch nicht jeder in Nordzypern, das haben wahrscheinlich die Erfahrung schon andere gesammelt, aber wir können für unsere Kunden in Nordzypern so ein Konto öffnen, ohne dass sie einen Wohnsitz hier haben, ohne dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung hier haben und sie haben ein vollwertiges Konto, womit sie auch überall in die Welt transferieren können. Das bedeutet, ich habe eine ganz normale Kreditkarte, kann damit auch in Deutschland shoppen gehen, einkaufen. Nein, nicht unbedingt. Also das, was du halt beim Konto mitbekommst, man öffnet erstmal nur das Konto, man kann Geld einzahlen, auszahlen. Du kriegst das Konto in 4 verschiedenen Währungen, mit der türkischen Lira, mit dem British Pound, also mit dem englischen Pfund. Dann hast du den Euro und du hast die türkische Dollar, wollte ich schon sagen, den US-Dollar quasi. Auf diese 4 Währungen kannst du Gelder senden und Gelder empfangen. So, dazu empfehlen wir dann auch immer gleich ein Online-Banking zu machen. Macht ja nicht jeder gleich mit, das musst du aber auch normalerweise beantragen. Und wenn du eine Bankkarte haben möchtest, musst du das auch beantragen. Und wenn du eine Kreditkarte haben möchtest, dann musst du es auch beantragen. Bei der Debitkarte ist es so, dass du einfach das Guthaben, was du auf deinem Konto hast, kannst du direkt nutzen. Die Debitcard wird aber nicht überall akzeptiert, wie zum Beispiel von Autovermietung, Autovermietstationen, Hotel, wo du Kaution, also meistens überall, wo du Kaution bezahlen musst, wird die Debitcard nicht akzeptiert. Ja, blöd. Ich will ja eine Karte haben, die ich überall komplett nutzen kann. Dafür gibt es die Kreditkarte. Bei der Kreditkarte ist der Unterschied, du musst Geld blocken auf der Kreditkarte als Sicherheit, weil da du Ausländer bist, hier keinen Wohnsitz hast, keine Aufenthaltsgenehmigung und du auch kein Einkommen hier erzielst, auf dieses Konto auch gar nicht eingeht, hat die Bank ja nichts in der Hand. Deshalb blockt man dann Geld aufs Konto, auf diese Kreditkarte. Das kannst du nicht nutzen, aber kannst die Kreditkarte nutzen. Wenn du deine Kreditkarte dann nicht bezahlst, dann wird das von diesem geblockten Geld quasi wieder ausgelöst. Wie hoch ist das so, das, was man einzahlen muss in der Regel? Auch das ist eine sehr gute Frage. Das entscheidest du persönlich mit dem geblockten Geld, was du einzahlst. Das heißt, wenn du nur 2.000 nutzen möchtest mit der Kreditkarte, dann zahlst du 2.000 Euro zum Blocken rein und wenn du dann halt 50 oder 200 oder 500.000, dann müsstest du dieses Geld auch blocken. Okay, spannend. Jetzt weiß ich ganz genau, dass bei einigen Zuschauern direkt die Fragezeichen hochschnellen. Ja? Wie sieht es mit den Garantien aus? Weil wenn ich zur guten deutschen Bank gehe, dann weiß ich, okay, bis, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber 100, 200.000 ist mein Geld versichert. Ja. Wie ist das auf den Konten im Ausland? Weil das ist für viele, gerade die Deutschen, natürlich ein großes Argument. Ja, also glaubst du wirklich, nur weil die Deutsche Bank dir da 100.000 zusichert, dass du auch letztendlich diese 100.000 bekommst? Wenn die Deutsche Bank pleite ist, ist die Deutsche Bank pleite. Du musst, ob du willst oder nicht, dieser allgemeinen, die AGBs, die allgemeinen wie nennt sie das? Ja, allgemeine Geschäftsbedingungen. Geschäftsbedingungen, genau. Du musst unterschreiben und die sagen letztendlich dazu, sobald du dein Geld bei der Bank abgibst, ist es nicht mehr dein Geld. Und die Bank hat das Recht, wenn sie in der Schieflage steht, dass sich von diesem Geld auch letztendlich bedienen kann und die zahlen dir auch gar nichts zurück. Also diese vorgetäuschte Sicherheit, die existiert ja gar nicht. Da kannst du auch 500.000 als Sicherheit bei der Bank, kann dir die Bank geben, am Ende kriegst du es trotzdem nicht. In Nordzypern ist es begrenzt auf 20.000, in Deutschland ist es begrenzt auf 100.000, aber letztendlich, wenn eine Bank kaputt geht, siehst du nichts davon. Ich habe auch schon gehört, dass in Zypern die teilweise mit unterschiedlichen Kontenmodellen das quasi aushebeln, dass du quasi dann auch eine höhere Summe absichern kannst. Ja, aber dann hast du pro Konto auch nur bis zu 20.000 auf dem Konto drauf. Aber wie schon gesagt, es greift letztendlich nirgendwo in der Welt.
Spannend, wusste ich nicht. Greift nirgendwo. Weil sobald die Bank wirklich platt ist oder pleite ist, dann ist die Kohle weg. Auch wenn du diese Garantie und die Sicherheit hast, dass die existiert eigentlich gar nicht. Die himmelst komplett nochmal wieder aus. Okay. Ja, spannend. Spannend, war mir so neu. Ja. Da ist es eigentlich vollkommen egal, ob du dein Geld in Deutschland, in Zypern, in den Malediven oder in Mexiko hast auf dem Konto. Am Ende tut sich da nichts. Ja, krass. Das ist wirklich, wie wir dann geprimed sind, ne? Von was als Sicherheit quasi vorgetäuscht wird. Ja, das ist schon heftig. Jetzt nehmen wir mal aber an, ich will weitermachen. Ich kaufe mir jetzt eine Immobilie im Ausland. Was habe ich denn da für Vorteile? Immobilie im Ausland, wie es in den anderen Ländern ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, wie es halt in Nordzypern ist und warum halt viele Leute nach Nordzypern kommen. In Nordzypern besteht die Möglichkeit, wenn du eine Immobilie kaufst, dass du diese Immobilie anzahlst, dafür dann den Kaufvertrag bekommst und mit diesem Kaufvertrag, den kannst du schon direkt ins Grundbuch mit einer Auflassungsvorvermerkung eintragen lassen und man kriegt dich aus diesem Grundbuch ja gar nicht erstmal wieder raus. Das heißt, auch wenn du die Restsumme nicht bezahlst, es dauert ungefähr 4 bis 8 Jahre, um dich, auch wenn du vertragsbrüchig geworden bist, um dich aus diesem Kaufvertrag rauszuholen, beziehungsweise aus dem Grundbuch rauszuholen, per Gericht. Das heißt, viele, die Angst haben, im Ausland zu investieren und wenn die dann halt eine Off-Plan, sprich eine Immobilie vom Plan her wegkaufen oder die sich gerade im Bau befindet, da haben also viele Angst davor, dass die Kohle dann weg ist oder was auch immer. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob der Kunde die komplette Immobilie bezahlt oder nicht. Und damit ist der Kunde sehr stark geschützt. Wenn der Bauträger nicht weiter baut, kommt das Gericht irgendwann mal, enteignet den Bauträger, verkauft es und gibt ihm seine Anteile wieder zurück. Das ist das eine. Was wir noch anbieten on top ist, dass bei uns jeder Kaufvertrag quasi mit einer Versicherung abgesichert ist. Das heißt, er muss eine Versicherung bezahlen, kostet ungefähr 27 € im Monat. Und falls der Bauträger pleite gehen sollte, falls der zu spät liefert, weil du hast ja, sagen wir mal, Bauzeit sind 2 Jahre und 2,5 Jahre hat er immer noch nicht Fertiggeld, gibt es immer noch keine Schlüssel, dann kann sich der Kunde überlegen oder entscheiden, nimmt er eine Vertragsstrafe in Anspruch in Höhe von einer monatlichen Miete oder sagt er, hey, ist mir alles vollkommen egal, ich hätte gerne mein gesamtes eingezahltes Geld zurück plus 12% Zinsen im Jahr. Und das alles deckt die Versicherung ab. Geschweige davon, dass er auch noch im Grundbuch steht und so weiter und so fort. Wie kam es denn dazu? Weil Zypern ist ja bekannt dafür, dass es Probleme mit den Eigentumsrechten gab. Ja. Eine Zeit lang, das sieht man ja auch noch an vereinzelten Stellen, da wurde was gebaut, aber das wurde nicht fertiggestellt. Ja. Und dann gibt es wieder Projekte, die sehen mega klasse aus, da blinkt und leuchtet alles und die Leute sind happy. Ja. Wie kam es dazu und wie schützt man seine Leute davor, dass sowas eben nicht passiert, dass man keine Probleme mit den Eigentumsrechten hat? Vielen Dank für diese Frage. Es ist natürlich recht einfach. Zypern war mal ein Land gewesen, wurde irgendwann in 2 getrennt. Einmal Südseite, einmal Nordseite, einmal die griechische, einmal die türkische Seite. Das eine ist wieder die Türkei, das andere ist wieder Griechenland. Das ist trotzdem alles Zypern. Jetzt dadurch, dass die Insel in 2 getrennt worden sind die griechischen Zyprioten aus dem Norden in den Süden geflüchtet und die türkischen Zyprioten sind aus dem Süden in den Norden geflüchtet. Und beide haben Grundstücke auf beiden Seiten der Insel. Jetzt ist natürlich die Geschichte, jetzt hat man einfach diese Grundstücke verkauft, bebaut, die Immobilien einfach übernommen, ohne es rechtmäßig zu besitzen. Und diese wurden dann auch ohne Vertrag, sprich ohne Eigentumstitel, ohne Grundbuch, wurden die einfach verkauft. Das heißt, da kam ein Käufer, hat das gekauft und hat sich nicht eintragen lassen, weil er sich gar nicht eintragen lassen kann, weil er den Grundbuch gar nicht dafür hat. Ja. So, und das ist auf beiden Seiten der Insel. Es ist nicht nur im Norden, sondern es ist genauso im Süden. Nur im Süden wird das komplett unterm Tisch gekehrt. Im Norden macht die komplette EU, macht da natürlich voll den Akt daraus und macht den Norden total schlecht, weil man nicht möchte, dass die Leute nach Nordzypern das Geld bringen, weil das Geld hier quasi nicht mehr antastbar ist. Die EU kommt an die Kohle hier nicht mehr ran. Und deshalb schießt natürlich auch die EU gewaltig gegen den Norden. Ja. So,
Das heißt, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest oder warum es zu diese Bauruinen kommt, dann hat man einfach gebaut ohne Baugenehmigung. Man hat einfach verkauft Grundstücke oder Immobilien, die kein Grundbuch haben. Das ist ja unfassbar. So, und dadurch kam es dann zu Enteignungen oder zu Baustopp und dann von der Regierung gestoppt. So, das heißt, man muss hier schon gucken, bei wem kauft man ein und nicht so wieder irgendein Kumpel, der Hobbymakler ist oder selbsternannter Experte, sondern du musst schon wirklich gucken, dass du einen sauberen Partner vor Ort hast, der die Regeln, die Gesetze kennt und sich auch mit dieser Eigentumsverhältnis sich auskennt. Und wenn du das nicht machst, dann kann es sein, dass du auf so einen Blindläufer drauf gehst. Nach wie vor. Ja? Nach wie vor, Okay, natürlich. okay. Deshalb ist es halt wichtig. So, solange du einen Eigentumstitel hast und das über Gericht ins Grundbuch eintragen lässt, dann bist du halt fein. So, und davon gibt es ja jede Menge, dass du es machen kannst. Ja? Man muss halt nur im Vorher prüfen, kann ich es überhaupt auf meinen Namen eintragen lassen. Und was man sagen muss, es gibt grundlegende oder gravierende Unterschiede zwischen einem Zyprioten und einem Ausländer. Jeder, der keinen zypriotischen Passport hat, sprich nordzypriotischen Passport hat, gilt als Ausländer. Auch der Türke. Das heißt, auch für den Türken gelten andere Rechte als für den Zyprioten. Der Türke hat bevorzugte Rechte gegenüber anderen Ausländern, ja, weil Türkei ist der Garantiestaat von Nordzypern. Deshalb haben die ein paar mehr Rechte als normale Ausländer, aber trotzdem ist das ein Ausländer. Und auch die müssen halt eben gucken, was und wo sie was kaufen. Ja, genau. Gerade weil das so heikel war, sind ja einige, die da noch so Ängste haben und so. Ne? Aber ich kenne also beides, auch aus meinem direkten Umfeld. Ein paar Leute Erfahrungen gemacht, sind auf die Schnauze gefallen, ein paar Leute mega happy. Ne? Und gerade in Anbetracht dessen, okay, wenn ich mich jetzt absichern lasse, wenn ich jetzt wirklich mit einer Agentur zusammenarbeite, der ich voll vertrauen kann, die das sauber abwickelt und so weiter, was sind so die Vorteile, die ich in Nordzypern habe? Weil es sind ja natürlich, viele entscheiden sich, oder überlegen, vielleicht Dubai, vielleicht doch irgendwie in der Eurozone, ja. Also welche konkreten Vorteile unterscheiden jetzt Nordzypern von allen anderen Optionen, die sich jeder Investor oder jeder Mensch, der eine Immobilie im Ausland kaufen will, jetzt gerade überlegt? Also diejenigen, die in Nordzypern investieren, die haben ja Nordzypern gezielt ausgesucht, weil es halt außerhalb der EU ist. Eins der wesentlichen Punkte, warum so viele Menschen nach Nordzypern kommen, ist, Nordzypern hat keinen Datenaustausch mit ausländischen Behörden, Ämter, Regierungen oder was auch immer. Der Einzige, der dir hier zu Gefahr wird und deine Daten abrufen kann, ist Interpol. Und wenn Interpol nach dir sucht, dann hast du ganz andere Probleme. Ja, also jeder andere, ja, das ist halt das, was Nordzypern so ausmacht. Du hast keinen Datenaustausch, keinen Steueraustausch, alles, was du hier in Nordzypern hast, ja, da kommt keiner an deine Daten ran. Du bist nicht pfändbar hier. Man kommt an deine Sachen einfach nicht ran. Punkt 1. Punkt 2, du hast Cash Flow. Du kannst komplett alles mit Cash machen. Du kannst überall mit Cash bezahlen. Du kannst eine komplette Immobilie, Auto, Schmuck, Edelmetalle, was du auch immer möchtest, kannst du komplett mit Cash bezahlen, wenn du das Cash zur Verfügung hast. Du kannst auch zu deiner Bank hingehen und dein Geld quasi in Cash einzahlen. Du kannst auch jederzeit so viel Cash auszahlen, wie du möchtest, sofern du so viel Guthaben auf dem Bank drauf hast. Dann eine andere Geschichte ist, wir haben Krypto als offizielle Währung in Nordzypern und das Ganze steuerfrei. Wir haben hier so viele Krypto-Exchanges. An jeder Ecke sind 3 bis 7 Krypto-Exchanges. Das sind so eine Art Bankfilialen für Krypto. Da gehst du ein, kaufst du Krypto ein, also da gehst du rein und kaufst Krypto ein. Oder im Umkehrschluss, du kannst quasi dort reingehen und dann von deiner Wallet, von deinen Kryptos das Ganze in Cash auszahlen lassen. Und dann hast du direkt wieder Fresh Money. Und das ist das, was du hier machen kannst. Das sind so jetzt wenige Punkte, ansonsten überspringst du vielleicht den ganzen Rahmen. Du hast ein einfaches Visum, du brauchst kein Visum, du kriegst das Visum direkt am Flughafen, direkt eingestempelt oder als Papier, als Touristenvisum, 1 bis 3 Monate, problemlos. Aufenthaltsgenehmigung kriegst du halt durch ein Studentenvisum, durch eine Arbeitserlaubnis oder wenn du eine Firma gründest oder durch den Immobilienkauf.
Ja. Und es sind viele Lebenshaltungskosten, geringe Steuerlast, Steuerparadies, sind so viele Sachen. Klima, Bildungssystem, Gesundheitssystem. Mittlerweile weit Deutschland voraus. Jetzt haben wir viel aus der Investorenbrille geschaut. Wie ist es bei den Leuten, die auswandern wollen, die ihre Familie mitnehmen wollen? Wie leicht ist es da, hier rüber zu kommen? Ja, wenn du letztendlich hier eine Immobilie gekauft hast, verheiratete Ehepaare, überhaupt gar kein Problem. Kinder unter 25, 23 können direkt mitkommen. Lässt du dich einstellen, dann kannst du die Familienzuführung erst nach einem Jahr machen. Du selber, der die Arbeitserlaubnis hat, kann es mal hier alleine herkommen. Nach einem Jahr kannst du die Familienzuführung machen. Studenten haben es natürlich sofort und ansonsten, wenn du eine Firma hast und deine Familienmitglieder, sprich deine Ehefrau, in der Firma eingestellt hast, auch gar kein Problem. Wir haben jetzt schon einiges über Investoren gesprochen. Es gibt ja aber auch einige, die sagen, hey, Deutschland habe ich meine Familie, Deutschland will ich bleiben und ich möchte jetzt nicht unbedingt komplett raus aus Deutschland. Wie können die Investoren investieren, gleichzeitig in Deutschland leben und trotzdem ihr Geld außerhalb der EU verwalten? Ja, Philipp, es ist auch wiederum, du stellst so viele tolle und wichtige Fragen. Auch diese Frage ist speziell. Und ja, es gibt Möglichkeiten, es gibt Konstrukte. Auch da muss man sich halt den gesamten Konstrukt mal anschauen. Ist das eine Einzelperson? Ist eine Person verheiratet? Lebensgemeinschaft? Gibt es Kinder? Keine Kinder? Wie hoch ist das zu erzielende Einkommen? Wie hoch ist das zu versteuernde Einkommen? In welchem Sektor sind sie tätig? Und wo ist das Einsatzgebiet der Personen? Ist das eine Einzelgesellschaft oder ist es eine Kapitalgesellschaft? Das sind und vor allem gibt es Angestellte und wie viele Angestellte gibt es? Und daraus muss man halt einen gesamten Konstrukt quasi erstellen oder generieren und dann kann man letztendlich, Entschuldigung, und da kann man halt letztendlich auch Lösungen für bauen. Aber habe ich schon gesagt, es ist bei jedem komplett individuell und ja, dafür gibt es tolle Möglichkeiten. Prima. Ja, weil ich glaube, gerade das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für die Leute. Was ist denn so die Mindestinvestition, was ich da mitbringen sollte? Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ich will jetzt einfach nur eine Immobilie außerhalb der EU haben, in Nordzypern, was sollte ich da an Kapital mitbringen? Weil es gibt ja verschiedene Finanzierungsoptionen. Ja, auch da muss man unterscheiden, ist es eine Bestandsimmobilie, ist es eine Ferienimmobilie, ist es eine Immobilie zum Selbstnutz, zum Wohnen, zum dort Leben, zum Auswandern. Auch da gibt es von A bis Z. Man kann halt eine Bestandsimmobilie relativ günstig kaufen. Auch hier kennen wir es von den klassischen Maklern, Lage. Klassiker. Der Klassiker, die Region, die Lage, der Typ der Immobilie, dann natürlich auch die Qualität spielt eine Rolle. Welcher Bauträger hat es gebaut? Bin ich direkt am Wasser, am Meer? Bin ich halt in zweiter Reihe? Bin ich in der Natur, auf dem Berg? Wie ist die Infrastruktur um mich herum? Man kann relativ günstig kaufen, schon für 45.000 Euro könntest du schon eine Immobilie bekommen. Die Frage, ist es das, was deinen Bedürfnissen entspricht? Und das muss man auch genauer anschauen. Also wenn man sagt, ich möchte halt einen normalen, einen guten Durchschnitt, bist du schon bei 150.000, 200.000 kannst du eine gute Immobilie kaufen oder teilweise schon für 100.000. Aber wie schon gesagt, kommt auf die Größe an, Quadratmeter, eine ganz kleine Immobilie kannst du schon für 40.000, 45.000 bekommen. Wir sprechen aber über Euros, oder? Ja, also über Euros. Okay. Weil ihr arbeitet ja mit so vielen Währungen zusammen. Hauptsächlich wir arbeiten mit Immobilien, arbeiten wir mit dem Pfund, aber da das halt deutsche Zuschauer sind, mache ich es gerade in Euro. Du kannst halt für 40, 45 Euro schon wirklich eine sehr kleine Immobilie, sagen wir mal in dritter Reihe, dann halt kaufen. Okay. Und das sind es dann
Immobilien, die schon bestehen, oder sind die noch auf dem Papier? Also diese Nein, das sind Offline- also ich sagte ja, das sind eine alte Bestandsimmobilie, die, ja, da braucht man sich über den Qualitätsstandard auch nicht wundern. Ja, wenn du günstig haben willst, dann musst du auch damit rechnen, dass du auch günstig bekommst. Ja? Das ist klar. Und wenn du halt Luxus haben möchtest, dann musst du halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und wenn du normalen Standard haben willst, normaler, guter Standard, bist du schon bei 150, 200.000, sagen wir mal für 70, 75 Quadratmeter. Was ja wirklich Top-Preise sind. Ja? Definitiv. Also ich kann mich erinnern, ich habe in Berlin gelebt, Grunewald, da gingen Studios weg für 500.000 fast. Ja. Also da wird es einem ganz anders. Ja? Richtig. Du musst dir mal überlegen, bis du da den Return on Investment hast. Ja. Also macht es ja dann fast für einen Immobilieninvestor, wenn er nicht einfach nur flippen will, einfach direkt wieder abstoßen, fast gar keinen Sinn mehr, in solche Immobilien zu investieren. Du hast es gerade angesprochen, wie viel Geld muss ich denn überhaupt mitbringen? Also der Kaufpreis ist das eine, das andere ist, wie viel Geld muss ich denn als Kapital, als Cash oder als Transfer irgendwie mitbringen? Du kannst normalerweise die Immobilie mit 35-50% anzahlen und den Rest kannst du halt bis Fertigstellung dann abbezahlen. Wir bieten auch Bestandsimmobilien an oder bezugsfertige Immobilien, sagen wir mal schlüsselfertige Immobilien an. Da zahlst du dann halt 50% an und den Rest kannst du bei uns auf bis zu 7 Jahre abbezahlen. Wenn wir jetzt gerade über die Zahlungsoptionen sprechen. In Deutschland habe ich natürlich den Vorteil, ich kriege schnell einen Kredit. Ne? Die Bank hat die Sicherheit der Immobilie. Wenn ich jetzt zur Bank in Deutschland gehe und sage, hey, gib mir mal einen Kredit für eine Auslandsimmobilie, in Nordzypern, das wird wahrscheinlich ja nicht gehen. Also gibt es da noch Optionen, dass ich sage, hey, ich habe auch jetzt aus Deutschland raus bestimmte Finanzierungsoptionen, damit ich noch eine größere Immobilie kaufen kann oder vielleicht sogar 2 Studios, wenn ich ein Investor bin und dann die doppelte Rendite mitnehmen will. Was für Möglichkeiten habe ich da? Ja, Easy Kredit ist in Deutschland nicht mehr easy. Also du kriegst nicht mehr einfach einen Kredit in Deutschland. Die Parameter sind so schwierig geworden, es ist so erschwert worden, dass du schon fast eine Bewerbung bei der Bank einreichen musst. Auch wenn du eine Top-Schufa, eine Top-Bonität hast, ist es nicht mehr ganz so einfach wie vorher. Und in der Regel brauchst du auch in Deutschland immer Eigenkapital, um normalerweise einen Immobilienkredit zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Art von Kredit willst du haben? Ist es ein Konsumerkredit, also ein normaler Verbraucherkredit? Ist es halt ein Immobilienkredit? Ist es eine Hypothek oder was auch immer? Auch da ist die Frage, welche Sicherheiten hinterlegst du bei der Bank und wie spannend ist es für die Bank, dir heute noch einen Kredit rauszugeben. Das, was wir von unseren Kunden immer wieder gehört bekommen und mitbekommen ist, weil ich bin ja seit 4 Jahren nicht mehr in Deutschland, ist, dass die Kreditvergabe so extrem schwer geworden ist in Deutschland, dass man gar keinen Kredit mehr beantragen möchte. Die Zinslast ist so hoch, es ist so schwer, während wir es in Nordzypern gerade auch für Ausländer, der nicht in Nordzypern lebt und der hier keinen Wohnsitz hat, der hier kein Einkommen hat, trotzdem einen Kredit gewähren bis zu 10 Jahre zinsfrei. Und das macht den Unterschied. Wir können bis zu 10 Jahre zinsfrei finanzieren. Plus, was wir noch anbieten, lieber Philipp, ist, dass das Ganze bonitätsfrei ist. Das heißt, es ist egal, wie alt der Kunde ist. Natürlich muss er zeichnungsberechtigt sein. Das heißt, er muss ja unterzeichnen können, also ab 18. Und Endalter ist eigentlich egal, ob er jetzt 80, 75 Jahre alt ist. In Deutschland, ich glaube, ab 60 kriegst du schon oder ab 55 kriegst du schon keinen Kredit mehr. Wir vergeben den Kredit hier dennoch. Das, was der Kunde mitbringen muss, ein Eigenkapital von mindestens 35%. Aber wie sichern sich dann die Bank bzw. die Bauträger auch ab? Ja, wenn ich jetzt keine Prüfung habe, ist alles locker easy, sage ich mal. Ja. Das hat ja Vor- und Nachteile. Ne? Und gerade das wäre jetzt noch eine spannende Überlegung. Wie sichern die sich ab? Weil im Endeffekt, ich nehme ja Geld in die Hand, ich will, dass das auch alles sauber und gut funktioniert. Ja, richtig. Was ist da an Absicherungsmechanismen für mich?
dass das alles gut läuft? Also was wir hier haben, nicht der Kunde haftet, sondern die Immobilie haftet. Das heißt, die Immobilie muss in der Lage sein, in den Eigentum des Käufers zu gehen. Punkt 1. Punkt 2, worauf ich achten muss, ist, dass die Bank dir nicht einfach blind irgendeine Immobilie quasi beleiht bzw. den Kredit gibt, sondern da guckt die Bank schon ganz genau hin, was ist das für eine Immobilie, und die Immobilie ist in der Regel Eigentum auch der Bank oder des Bauträgers, wo du mit einer Auflassungsvorvermerkung mit ins Grundbuch reingehst, und die Bank oder der Bauträger steht so lange drinne, bis du ihn komplett entschädigt hast. Das heißt, bis du den letzten Penny dann abbezahlt hast, erst dann nimmt der Anwalt den Bauträger oder die Bank raus aus dem Grundbuch und du bist der alleinige Besitzer. Und solange hat der, wie in Deutschland, auch wenn du den Kredit ziehst, steht die Bank damit drinne, bis du sie dann halt quasi komplett entschädigt hast. Verstehe. Okay. Und somit dadurch, dass die Immobilien weiter mit im Besitz des Bauträgers oder der Bank sind, so, und dann geben sie quasi die Kredite dafür raus. Ja. Weil solltest du dann irgendwann aufhören zu zahlen, warum auch immer, ja, dann können sie dich quasi rausklagen und die haben die Ansprüche auf die Immobilie. Aber im Gegensatz zu Deutschland, in Deutschland ist es so, wenn du mal 2 Raten nicht gezahlt hast, hast du gleich eine Zwangsvollstreckung an dem Backen. Hier ist es so, wer nur der spricht, den kann man helfen. Ja, und hier ist es so, dass den Fall, der längste Fall, den ich hatte, Philipp, ist, dass ein Kunde 2 Jahre lang nicht gezahlt hat. 2 Jahre. 2 Jahre hat ein Kunde nicht gezahlt, davon habe ich jetzt mehrere Kunden gehabt. Bei den einen war es aber mal 6 Monate oder 3 Monate, bei den anderen waren es 1,5 Jahre und bei den anderen waren es halt 9 Monate. Aber der längste Fall, den ich hier eigenen Kunden hatte, aus Schicksalsschlägen, er konnte nicht mehr bezahlen, hat gesagt, du, ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche 2 Monate, 3 Monate Zeit, und hat immer wieder verlängert, es ging bis zu 2 Jahre, und dennoch wurde er wieder enteignet, noch hat man in ihm einen Schaden zugefügt oder was auch immer. Das Einzige, was man gemacht hat, für diese 2 Jahre, wo er nicht gezahlt hat, hat er Strafzinsen gekriegt. Aber auch die waren wirklich im Verhältnis sehr gering. Okay. Ja, also die lagen bei ich glaube, 5% Strafzinsen. Auch da ist es immer wieder wirklich wichtig, egal welche Probleme du hier hast, Kommunikation ist das A und O. Du musst sprechen. Wenn du aber plötzlich verschwunden bist, man kriegt dich wieder ans Telefon, noch erreicht man dich per Textnachricht, noch gehst du antwortest auf eine E-Mail oder was auch immer, und man glaubt, du existierst nicht mehr, ja, dann wird man dich aus deiner Immobilie enteignen und dann halt die wieder neu verkaufen oder was auch immer. Und daher ist es wichtig, dass du kommunizierst, hey Leute, ich bin da, ich bin nicht weg, ich habe immer noch Interesse, ich möchte noch weitermachen, ich habe gerade Herausforderungen und bin gerade dabei, die zu meistern, gib mir ein bisschen Luft. Ja, und dann wird dir geholfen. Ja, das ist angenehm. Ja? Und wenn du einfach nur mal, sagen wir mal, eine neue Waschmaschine brauchst und du hast jetzt nicht mehr genügend Geld, dann ist es so, dass sie dir einfach mal um 3 Monate Stunden oder was auch immer, aber du musst es halt besprechen, einmal ansprechen. Ja gut, das würde ich jedem empfehlen, der mit so großen Summen, also wenn es nicht darum geht, einfach nur einen Staubsauger zu kaufen, dass er auch in Kommunikation tritt. Für mich noch ganz, ganz spannend, weil ich arbeite ja auch mit internationalen Leuten zusammen. Das heißt, die haben Firmen in den USA, die haben Firmen in Dubai, die haben Firmen, vielleicht noch eine Firma in Europa, weil sie besondere Zahlungsanbieter anbieten wollen, wie Klarna oder ähnliches. Wie passt eine Firma oder eine Immobilie in dieses Gesamtkonzept rein? Also wie kann ich, wenn ich schon so ein Konstrukt stehen habe, da noch Zypern mit inkludieren? Weil es ist ja schon, auch das ist ja auch der Sinn dahinter, dass es abgeschottet ist, ja, wenn ich in das Portfolio reinnehme. Aber wie kann ich sowas inkludieren in meine Strategie, in meine Holding-Strategie? Fasst du das nochmal einmal kurz zusammen für mich? Ja, also ich habe schon eine Holding, Ja. Ne, die kann in Europa aktiv sein, die kann aber auch schon Firmenanteile außerhalb von Europa haben. Jetzt entschließe ich mich dazu, weil ich natürlich nochmal spezielle Steuervorteile habe, ja, gegebenenfalls für Nordzypern.
ist es dann möglich, dass ich quasi Nordzypern als, ich sag mal, als Auscash-Gesellschaft mit inkludiere, dass ich das quasi auch schützen kann dort, weil es ist ja, Nordzypern ist ja quasi von vielen Ländern nicht anerkannt und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es auch schwer ist, dann an Gelder bzw. diese Firma auf Nordzypern zu verklagen. Klagen kannst du, musst du dann halt aus Nordzypern machen. Ne? Der Gerichtsstand ist dann halt Nordzypern. Man muss auch da ist es schon wieder, es ist ja sowas von individuell. Ich muss mir jeden Sachverhalt mal einmal genau anschauen und dann muss man halt gucken, was macht da Sinn und wovon lässt man einfach mal die Finger sein. Es gibt Konstrukte, die funktionieren, es gibt aber auch Konstrukte genauso, die nicht funktionieren, wo man einfach nur Geld verbrennt, indem man halt dann nochmal eine Firma gründet, wo man nochmal ein Investment macht, aber die Vorteile, die man sich erhofft, dort nicht bekommt. Und das tun unsere Experten, das machen unsere Experten, die wirklich mal eben gucken und sagen, du, pass mal auf, wir müssen das mal uns alles angucken, ich brauche von dir die und die Unterlagen und die Informationen und dann können wir mal eben gucken, macht dann nochmal ein Konstrukt über Dubai und dann Nordzypern eben mit Sinn oder aus Südzypern und dann in Kombination mit Nordzypern oder brauchen wir eventuell ein anderes Land wie Amerika, Kanada, Singapur, oder England. England ist natürlich sehr beliebt auch in Firmengründungen, weil die relativ einfach und günstig sind. Amerika auch. Und Amerika ist ja der Vater allem. Ja, das ist ja die Weltpolizei. Die dürfen ja fast alles. Also das heißt, man kann mit Amerika relativ immer viel machen. Und aus Amerika heraus kannst du überall auch in Geld transferieren. Oder fast überall. Und das macht das Ganze relativ einfach. Und das muss man sich mal eben anschauen. Vielleicht geht es mit Dubai nicht, aber dann geht es halt mit Kanada oder mit England oder Singapur oder Südzypern. Ja, wir haben auch schon einiges gehört von englischen Gesellschaften, die dann, wenn die gewisse Monate ohne Geschäftsführer sind, dass die dann quasi von der Krone liquidiert werden, die Firmen, ne? Dass man das quasi, man hat einen doppelten Boden quasi, ne? Wenn das mit der operativen Gesellschaft wäre. Also es hört sich für mich sehr, sehr spannend an. Ich denke, da werden sich auch einige dann melden bei dir, was man da alles bauen kann. Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was wir jetzt alles haben. Also Nordzypern bietet eine geniale Lage, ne? Flugzeittechnisch, ist wunderschön, ich lebe selber hier. Tauche, surfe, wo kann ich das so günstig, so mit so gutem Wetter, mit so guten Möglichkeiten. Wahnsinnsnatur, 28 bis 35 Grad im Durchschnitt im Jahr bei ca. 10 Monate Sommer oder Sonne im Jahr. Winter sehr milde, eine mega Natur. Es ist sehr grün in Nordzypern, obwohl wir eine Insel sind, obwohl wir 10 Monate Sommer haben. Auch das ist halt relativ spannend. Das hatten wir gar nicht wirklich erwähnt in unserem Gespräch heute, aber das muss man unbedingt mit dazu sagen. Die Lebensmittel, aber auch Obst, Gemüse, das Essen und das Essverhalten. Du gehst hier immer weiter weg vom Fleisch und vom Fisch, obwohl du es ja sehr gut angeboten bekommst. Du kriegst hier immer mehr Appetit, dann Obst, Gemüse zu essen, weil Tomaten nach Tomaten schmecken und nicht noch nach Wasser. Gurken genau dasselbe. Also auch Obst und so weiter. Du beißt einfach in einen Geschmack rein von sonnengereiften Obst und Gemüse, was wir aus Europa und anderen Ländern gar nicht mehr kennen. Naja, ich kriege immer wieder Nachrichten, ne, wenn ich Stories aus Zypern poste und so weiter. So, jetzt haben wir einiges schon durchgesprochen miteinander. Ich habe jetzt noch von online ein paar Fragen bekommen von der Community und die würde ich gerne noch an dich direkt stellen. Wir haben hier einige User, die fragen, ist es riskant, British Pounds zu halten? Also British Pound zu halten ist, glaube ich, so mit das Beste und Stabilste, was du machen kannst. Der British Pound ist aktuell die stabilste Währung. Also das heißt, es ist besser, wenn du was in Dollar, Lira oder Euro hast, das auf Pounds umzuwechseln und das Geld in den British Pounds liegen zu lassen. Ja, verstehe. Ich springe mit dir schnell durch, ne, damit wir mit allem durchkommen. Kann ich Geld zwischen Deutschland und Nordzypern frei überweisen? Was bedeutet denn frei? Also
wir können von Zypern nach Deutschland überweisen, wir können aus Zypern Geld empfangen. Die Problematiken ist nicht Nordzypern, sondern das ist Deutschland. Deutschland macht ja meistens oder Europa macht meistens Probleme, wenn du raus überweisen willst und du musst halt dir quasi eine Genehmigung von der Bank einholen, wenn du irgendwo mittlerweile Geld überweisen möchtest. Ja, das ist aber die einzige Hürde, ne, dass die Ja. Bank da, weil man kann ja das auch rechtfertigen, ne, dass diese Abgesehen davon, du Transaktionen kannst ja freigegeben werden. in Bar kannst du 10.000 ja bis zu 10.000 Euro mit dir mit dabei haben. Ansonsten mit Kryptos kannst du so viel unlimited transferieren. Du kannst Krypto hier in Cash auszahlen lassen oder sogar auch auf dein Konto überweisen lassen. Okay. Das Finanzamt hinterfragt diese Transaktion, wenn noch Du Gelder bist- wahrscheinlich nicht versteuert sind. So. Ja, also wenn du natürlich in Deutschland noch lebst und gemeldet bist, Deutschland erwartet von dir, dass du alles offenlegst. Und das sollte man normalerweise ja auch machen dann. Ja. Genau, aber mit meinem versteuerten Geld, ja, kann ich ja machen, was ich will. Im Prinzip. Ja, kann ich Im jetzt Prinzip. Im Prinzip muss ich mich vielleicht die Bank ein bisschen bearbeiten, dass die Transaktionen freigibt, aber ja, genau. Was sind steuerliche Folgen? Nochmal in die Richtung, aber das hatten wir ja. Ne? Klar muss alles vorher versteuert sein. Das ist hier auch keine Steuerhinterziehungsberatung, ja, sondern alles muss sauber versteuert sein. Versteuertes Kapital kann transferiert werden. Was anderes würden wir auch nicht empfehlen. Kann ich als Selbstständiger ein Konto eröffnen in Nordzypern? Ja, also auch als Selbstständiger kannst du ein Konto eröffnen. Die Frage ist, willst du ein privates Konto als Selbstständiger eröffnen oder möchtest du ein Konto für die Firma eröffnen? Wenn du ein privates Konto eröffnen möchtest als Selbstständiger, selbstverständlich ja, kannst du, überhaupt gar kein Problem, wie jede andere Privatperson auch kannst du es. Bei Firmenkonten, du kannst nur dann ein Firmenkonto eröffnen, wenn du eine registrierte Firma in Nordzypern hast. Ja. Wenn ich jetzt nach Dubai investiere, bekommt das Finanzamt mit? Also ich mache jetzt ein Investment im Ausland. Du hast Dann stehen jetzt da ja auch Geld, du Steuern. hast jetzt Geld in Nordzypern auf dein Konto, transferierst es nach Dubai und um Dubai zu investieren. Habe ich es richtig verstanden? Ist das die Frage? Ja, also die Frage ist, inwieweit ich habe jetzt zum Beispiel, ich investiere, transferiere das Geld nach Nordzypern. Ja. Dort entstehen Gewinne für mich, warum auch immer. Ja. Und dieses inwieweit muss ich dann, wenn ich in Deutschland bin, das Ganze noch angeben bzw. versteuern? Also Deutschland erwartet von dir, egal wo du in der Welt bist, deine ganzen Vermögenswerte offen zu legen, insbesondere jetzt mit dem neuen Vermögensregistergesetz. Du solltest dann die Sachen halt dann auch angeben. Wenn du in Dubai investierst, ist es ja so, dass Dubai einmal im Jahr einen digitalen Datenaustausch mit der EU oder mit deinem Heimatland macht. Das heißt, da wo du dein Passport quasi her, seine Nationalität her hast, da gehen dann die Daten einmal im Jahr hin. Das heißt, auch wenn du es selber nicht machst, Deutschland weiß trotzdem Bescheid. Das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, das haben viele in Dubai nicht auf dem Schirm. Nein, das haben die nicht auf dem Schirm und dann kann das sein, dass sie nach 3-4 Jahren, weil das Finanzamt macht ja nicht direkt, wenn du eine Steuerhinterziehung machst oder Sachen nicht angegeben hast, die sind ja nicht sofort bei dir da, sondern die kommen normalerweise mit den Prüfungen 3 oder 5 Jahre später. Und dann kann es sein, dass du gerade in Frankfurt, in Hamburg oder in irgendeinen Flughafen in Deutschland landest und da wartet die Polizei auf dich, weil sie dich dann direkt inhaftieren. Wegen Steuerhinterziehung. Das wünschen wir keinen. Richtig. Deswegen, Also fast alle Länder machen diesen Datenaustausch, Nordzypern nicht. Also Nordzypern ist quasi unterm Radar. Komplett unterm Radar. Was man mit dieser Information macht, ist letztendlich jedem selbst überlassen. Nordzypern ist unterm Radar, alle anderen Länder oder 130 Länder sind über dem Radar oder für den Radar Im sichtbar. Austausch dann. Genau. Ja. Okay, gut. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte jetzt
mal einen Schritt machen. Ich möchte jetzt mal schauen, was ich investieren kann. Nordzypern hört sich gut an. Ich will meine versteuerten Sachen investieren, mein versteuertes Kapital investieren in Nordzypern. Wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Nochmal bitte. Wenn es Leute investieren wollen in Ja. Nordzypern Ja. oder in Immobilien, wie können sie mit dir in Kontakt treten? Relativ einfach. Wir sind ja überall auf Social Media zu finden, über Telefon, über E-Mail-Adresse. Ansonsten aber bei uns auf die Webseite gehen, hiva.de, und da sind auch die Kontaktdaten da, beziehungsweise man kann dort ein Kontaktformular ausfüllen und dann treten wir relativ kurzfristig mit der Person in Kontakt. Ja, vielleicht können wir einfach den Link unten noch einblenden, ja, zur Website. Und noch eine Abschlussfrage, weil ich war ja selber vor 2,5 Jahren auf der Insel. Ja. Da hatten wir zusammen die erste meine erste Immobilientour. Ja. Ja. Und da waren die Studios, das waren diese Doppelhälften, du weißt den Fachausdruck, Duplex oder Ja, die Duplex. Lofts. Genau, direkt am Meer. Also Ja. die erste Linie, Ja. ne, für, ich meine, 70.000 Euro damals oder 60. Und und jetzt sind sie, glaube ich, bei 150, 200, wenn es reicht. Ja. Also es ist schon enorm und deswegen auch ich denke, ein guter Erfahrungswert, dass also man auch wirklich sieht, die steigen vom Preis, die Immobilien. Warum sagst du jetzt, hey, man sollte jetzt unbedingt einsteigen? Weil es gab jetzt schon einen Preissprung, ne, den habe ich selbst miterlebt. Warum sagst du, hey, jetzt ist trotzdem noch ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Eine sehr gute und eine auch sehr, sehr wichtige und viel gestellte Frage. Wir kriegen ja immer wieder von meinen Kunden ja die Frage gestellt, Mensch, Rabbi, die Preise sind ja in den letzten paar Jahren explodiert auf Nordzypern. Macht es denn überhaupt für mich noch Sinn zu investieren? Ist ein Investment aktuell noch überhaupt rentabel oder sollte ich mich nach anderen Investmentmöglichkeiten umschauen? So, und es ist natürlich die Frage, Angebot und Nachfrage bestimmen bekanntlich den Markt. So, und das Angebot wird immer geringer, die Nachfrage wächst wirklich exponentiell nach oben. Es geht immer weiter nach oben, weil immer mehr Menschen Nordzypern entdecken und immer mehr Menschen, also Nordzypern ist ja nicht mehr unterm Radar, sondern es ist mittlerweile über dem Radar, weil jeder kennt es mittlerweile. So meine ich halt über dem Radar, dass eigentlich jeder es kennt. Vorher kannte es keiner. Mittlerweile es gibt kaum jemand, der nicht darüber spricht. Jetzt haben wir die Sache, dass das Angebot immer geringer wird, weil immer mehr aufgekauft wird und auf der anderen Seite kommen immer mehr Leute nach. Das Angebot ist aber gar nicht mehr in der Form so vorhanden, insbesondere Strandgrundstücke und die Superlagen. Es ist immer noch was da, aber dann halt zu einem bestimmten Preis. Und das, was wir jetzt über Experten und das, was wir direkt am eigenen Leib hier sehen, wie die Mietauslastung hier aussieht, wie die Verfügbarkeit von Mietobjekten, Hotels, ausgebucht. Du kriegst in der Saison, kriegst du ja gar nichts. Auch mittlerweile in der Nebensaison kriegst du gar nichts mehr. Ja, jetzt haben wir nur noch im Winter, wo du dann eine gute Verfügbarkeit hast, aber auch da wird es gerade immer enger. Das heißt, immer mehr Menschen sind da, Immobilien gar nicht vorhanden und alles, was neu gebaut wird, ist meistens schon vor Baubeginn wegverkauft. Ja? Und das, was wir miterleben, ist 2020 waren gerade mal 350.000 Einwohner auf Nordzypern. Jetzt aktuell 2025 sind es 1.080.000 Einwohner auf Nordzypern und wir erwarten bis 2030, dass wir hier über 3 Millionen sind. Und jeder, der jetzt mal 1 und 1, Philipp, zusammenzählen kann, ja, oder zusammenrechnen kann, der kann sich vorstellen, wie der Immobilienpreis noch explodieren wird. Und wenn wir zurück auf die Frage kommen, macht ein Investment noch Sinn? Ist ein Investment noch profitabel? Definitiv ja, lieber gestern anstatt heute. Also der überhaupt darüber nachdenkt und plant, in 3 Monaten oder in 6 Monaten zu kaufen und der hat das Kapital aktuell da, dann macht das heute. Kommt so schnell wie möglich her, weil wir haben eine Preissteigerung in Nordzypern aktuell von allen 3 bis 12 Wochen hast du immer eine Preissteigerung hier. Und du weißt nie, wann es soweit ist, und das hängt davon
den verschiedenen Faktoren. A, ist das ein Vorbaubeginn, weil von Vorbaubeginn bis Fertigstellung hast du in der Regel mindestens eine Verdopplung. Dann ist die Frage, in welcher Bausituation befindet sich die Immobilie, wie ist der Abverkauf, dann kommt noch die organische Preissteigerung und die Inflation noch mit dazu und die Arbeitskräfte, der Stundenpreis für die Mitarbeiter, auch das steigt ja permanent. Und wenn du Pech hast, dann kommt vieles von denen zeitgleich und hast du plötzlich innerhalb von 12 Wochen eine Preissteigerung von 20%. Und wenn du Glück hast, sind es nur 3 oder 5. Und das kann dir keiner vorhersagen. Ja? Die Frage, hier ist es einfach so, man sagt ja, wer zu spät kommt, der bestraft das Leben oder den beißen die Hunde. Und hier merkst du es richtig spürbar. Ja, ich weiß noch, unsere erste Tour und dann 2 Jahre später, als ich den Unterschied gesehen habe in Iskele, was die da hingebaut haben, also das ist ja brutal. Die Infrastruktur wächst wirklich enorm mit, weil wir so viele Menschen hier haben und die Insel muss sich weiterentwickeln. Es kommt ja sehr viel Investment rein. Wir merken auch, dass überall mittlerweile internationaler Standard ist, dass du sagst, okay, Nordzypern, Drittland, ja, mag ja sein, aber den Standard, was hier mittlerweile geboten ist, das kriegst du im Leben, im Traum in der gesamten EU nicht. Wenn man sich die Open-Air-Clubs anschaut, der Straßenverkehr, Netz etc., allein Internet und Mobilfunk, ja, da ist man in Deutschland schon als Entwicklungsland und das ist hier das sind die ersten wie nennt man das? Dritte Welt. Nee, dritte Welt ist mittlerweile Deutschland mit der Technik, die wir haben und hier ist es erste Welt. Ja? So muss man sich das halt vorstellen und das ist wirklich so, wenn ich jemanden am Telefon habe und der kann empfangen, dann weiß ich ganz genau, das ist in Deutschland. Ja, so schlimm ist es leider mittlerweile. Ja, wir werden sehen, wo die Entwicklung weiter hingeht, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, man muss sich wie mit vielen Sachen breit diversifizieren. Und es hat mir eine besondere Freude gemacht, mit dir heute mich auszutauschen. Nur für euch, jeden Dienstag um 20 Uhr kommt immer eine Folge raus, ja, von unserem Podcast. Und Link zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung irgendwo hier. Ich glaube oben dann. Genau, da könnt ihr vorbeischauen. Und genau, die nächste Folge wird dann sein, Aufenthalt im Ausland, wie man das gut absichern kann und ohne deine EU-Staatsbürgerschaft aufzugeben, wie man da sich im Ausland aufhalten kann. Also es geht so ein bisschen in Richtung Auswandern. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ja, schau doch beim nächsten Mal wieder rein hier bei unserem Podcast. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked und abonniert sehr gerne. Hier auf dem Kanal werden weitere tolle Videos kommen zum Thema, ja, wie kann ich mich steuerlich, finanztechnisch besser aufstellen, wie kann ich auswandern und Auslandsinvestment tätigen und eben auch, wie kann ich mich offshore aufstellen. Es wird in den nächsten Videos darum gehen, ein Leben mit mehr Kontrolle zu führen, mit mehr Renditen, weniger Hürden und ihr werdet explizit Werkzeuge und Techniken, Taktiken bekommen, ja, wie man das also erreichen kann und beispielsweise auch ein Unternehmen im Ausland gründen zu können. Und genau, für alle, die sich in der Zukunft absichern wollen, die diversifizieren wollen, wird das ganz spannend. Okay, wir freuen uns auf euch.